Es war einmal vor langer Zeit, als Gautama Buddha einen Schüler namens Shona hatte. Shona war ein Prinz, der nach seiner Einweihung als Mönch seinen königlichen Status aufgab. An seinem ersten Tag, als er sich auf den Weg zum Betteln machte, sagte Buddha zu ihm: »Du kennst noch nichts über das Bitten um Almosen. Gestern warst du ein Prinz, heute bist du ein Mönch. Nun hast du die Almosenschale in deiner Hand. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Deshalb habe ich einer meiner Shavikas gesagt, dass du, bis du im Betteln versiert bist, dort essen sollst. Also bitte nicht um Almosen. Geh dorthin und nimm deine Mahlzeit ein.« Der Prinz Shona, der nun ein Mönch geworden war, begab sich also zum Haus des Shavikas. Auf dem Weg dorthin, der 2 Meilen entfernt war, begann er nachzudenken. Er dachte daran, dass er nun nie mehr sein Lieblingsessen bekommen würde, dass er essen müsste, was immer er bekam. Während er sich dem Haus des Shavikas näherte und sich zum Essen setzte, war er überrascht zu sehen, dass sein Teller all die Speisen enthielt, die er am meisten liebte. Er dachte, es sei vielleicht nur ein Zufall, dass diese Gerichte heute zubereitet wurden. Als er sein Essen in Ruhe genoss, wurde ihm klar, dass er nach dem Essen nochmals 2 Meilen zurückgehen müsste. Er dachte daran, dass er sich nach dem Essen ausruhte. Die Shavika saß neben ihm und fächelte ihm Luft zu. Sie sagte: »O Mönch, wenn du dich nach dem Essen für eine Weile ausruhst, werde ich sehr erfreut sein.« Der Prinz war erneut überrascht. Er dachte, er habe nichts gesagt, sondern nur in seinem Kopf gedacht. Vielleicht habe sie gedacht, dass er sich ausruhen sollte, da er von weit her gekommen sei. Wie dem auch sei, sie breitete eine Matte für ihn aus, damit er sich ausruhen konnte. Als er sich hinlegte, dachte er: »Heute habe ich weder einen Schatten noch ein Dach über dem Kopf und auch kein Bett. Himmel und Erde sind heute mein Dach und Boden ist mein Bett. Heute habe ich nichts.« Die Shavika war hinter ihm und sagte: »O Mönch, warum denkst du so? Niemand hat etwas. Es gibt keinen Schatten größer als Buddha, kein besseres Wort als die Erde und kein Dach größer als der Himmel. Bitte mach deinen Geist nicht traurig.« Als Shona sich ausgeruht hatte, lief er zurück zum Buddha. Der Prinz fand es schwer, die Zufälligkeit zu akzeptieren. Er setzte sich verwirrt hin. Buddha fragte: »Was ist passiert? Gab es einen Fehler?« Der Prinz antwortete: »Es gab keinen Fehler. Ich habe viel Respekt bekommen und ich habe das Essen bekommen, das ich am meisten liebe. Aber ich werde nicht dorthin gehen. Bitte lass diese Angelegenheit.« Buddha sagte: »Wie kann ich es ohne weitere Informationen lassen?« Der Prinz antwortete: »Herr, ich möchte nicht dorthin gehen, weil diese Shavika die Gedanken anderer Menschen lesen kann. Das ist eine sehr gefährliche Sache. Als ich diese schöne junge Frau sah, kamen sogar sexuelle Gedanken in meinen Kopf. Sicherlich hat sie auch diese Gedanken von mir gelesen. Welchen Eindruck wird sie von mir haben? Wie kann ich dorthin gehen? Wie kann ich vor ihr stehen?« Buddha sagte: »Du musst dorthin gehen. Wenn du dich entschuldigen sollst, dann brauchtest du nicht Mönch zu werden. Ich habe dich aus einem Grund dorthin geschickt. Solange ich dich nicht stoppe, musst du dorthin gehen. Vielleicht für 2 Monate oder für 2 Jahre, aber gehe bewusst, gehe erwacht von innen, beobachte, wo Gedanken in dir aufsteigen, erkenne, welche Wünsche in dir aufsteigen. Tu nichts anderes. Versuche nicht, diese Gedanken und Wünsche in dir zu widerstehen. Lass sie kommen und gehen. Du musst es nur beobachten. Von nun an wird dies deine spirituelle Reise sein, und am nächsten Tag machte sich der Mönch erneut auf den Weg zu jenem Shavika-Haus. Doch heute fühlt er sich sehr nervös. Während des Gehens beobachtet er seinen Geist. Als das Haus der Frau näher rückt, nimmt die Nervosität zu. Er fühlt sich zunehmend unruhig, aber gleichzeitig wird er sich seiner selbst bewusster. Als es schien, dass die Frau, die seine Gedanken lesen kann, näher kommt, begann er, seine Augen nach innen zu richten. Er wurde sich vollständig seiner Gedanken und seines Körpers bewusst. Beim Besteigen der Treppen des Hauses war er völlig aufmerksam. Selbst beim Anheben seiner Füße war er aufmerksam. Selbst die geringste Vibration eines Gedankens innerhalb seines Geistes war für ihn sichtbar. Er betrat das Haus und wurde immer ruhiger in seinem Geist. Heute ist er völlig bewusst. Es ist, als ob eine Lampe in einem Haus angezündet wurde und jede Ecke erleuchtet ist. Er aß ruhig und kehrte tanzend zurück. Er fiel zu Buddhas Füßen und sagte: »O Herr,
Heute ist eine wunderbare Erfahrung passiert. Als ich ihre Treppe erreichte, wurde ich innerlich vollständig bewusst. Ich war schockiert. Es gab nicht einen einzigen Gedanken. Alle Gedanken waren leer geworden. Buddha sagte: Ich habe dich aus diesem Grund dorthin geschickt. Der Weg, um die Gedanken zu neutralisieren, besteht darin, sich vollständig des Gedankens bewusst zu werden. Je mehr sich eine Person ihrer Gedanken bewusst wird, desto weniger Gedanken dringen in ihren Geist ein. Jetzt brauchst du nicht mehr dorthin zu gehen. Lebe ab morgen so, als würden deine Gedanken von jedem gelesen. Wenn wir in unserem Leben sehen, dass wir alle in einem unbewussten Zustand leben, lebe dein Leben so, als könnten die Menschen um dich herum deine Gedanken lesen. Stell dir vor, du bist an der Stelle dieses jungen Mönchs und du weißt, dass die Person vor dir deine Gedanken lesen kann. Was wird deine Reaktion sein? Wirst du in der Lage sein, irgendetwas zu denken? Nein, du wirst anfangen, deinen Geist zu beobachten. Du wirst dir deiner Gedanken viel bewusster werden. Und wenn du anfängst, deinen Geist zu beobachten, wird dein Geist aufhören zu denken. Und wenn deine Gedanken verschwinden, verschwinden auch deine Wünsche. Und wenn deine Gedanken und Wünsche verschwinden, wird das Erwachen vollständig sein. Es wird keine Makel in deinem Geist übrig sein. An diesem Tag wird die Selbstrevolution stattfinden. Das Erwachen dieses Zustands ist das Erwachen des Bewusstseins, das Erwachen des Gewissens.